Wir schauen uns heute eine originale Puch Maxi Sitzbank mit Gepäckträger an. Bevor ihr mich alle in den Kommentaren fragt, nein, das gibt es nirgendwo mehr zu kaufen, nur gebraucht. Als erstes nehmen wir mal die Stoßdämpfer hinten raus, damit wir leichter arbeiten können. Dann stecken wir den Tankgepäckträger über den Tank drüber und schleifen nicht links und rechts am Rahmen entlang und fixieren den mal mit einer Schraube. Als nächstes werde ich hinten das Rad aufbocken, damit wir später leichter an die Schrauben vom Träger kommen und auch gleich die Spange vom Sattel einfädeln. Der Gepäckträger wird als nächstes aufgesetzt und mal mit der Schraube, die die Stoßdämpfer festhält, in seinen Platz gehalten, damit wir leichter arbeiten können. Als nächstes kommt die Plastikwanne auf den Gepäckträger oben drauf. Wir haben hier jetzt ein Trägertrapez, wie ihr hinten seht, das ich mit zwei M6er Schrauben, deren Enden mit selbstsichernden Muttern oben befestigt werden, damit die Bolzen nicht unten rausstehen und in den Reifen hineinfahren. Wenn ihr dieses Trapez nicht habt, ist es sehr schlecht, das ist oft ein Teil, das fehlt. Die Sitzbank selber hat ein Scharnier unten und am Ende des Scharnieres ist ein Stift, der genau den Durchmesser von einer Sattelstange hat. Natürlich ist dieser Stift dazu da, dass man die Sitzbank neigen kann und sie auch hinten fixieren kann. Es ist immerhin ein Gepäckfach. Wenn ihr diese Sache jetzt einfädelt, so wie ich es hier mache, sage ich euch nur, dass ihr extrem vorsichtig mit der Plastikwanne sein müsst. Diese Plastikwanne ist alt und sie bricht sehr, sehr leicht ab. Und jetzt macht ihr den Sitz hinten in der Schnalle fest, damit er in der richtigen Position zum vorne festschrauben steht. Weil wenn ihr ihn im offenen Zustand zusammenbaut, dann werdet ihr die Sitzbank nicht zubekommen. Als nächstes habe ich vom Puchshop hier dieses Plastik-Trittbrett bestellt und ich kann euch als Review nur sagen, vermeidet es wie die Pest, weil ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört, dass es einfach beim ersten Kontakt bricht. Schon klar, die Sturzbügel sind bei manchen Mopeds verbogen. Bei diesem Moped habe ich extra darauf geachtet, dass sie nicht verbogen sind, weil ich eigentlich wusste, was mich erwarten wird. Ich wollte es nur selber mal bestätigt haben. Wir können unsere Drahtbürste jetzt wieder aus dem Radkasten rausziehen und den Bolzen entfernen, den wir vorher als Platzhalter benutzt haben. Jetzt ziehen wir unsere Stoßdämpfer einfach wieder nach oben. Karosseriescheiben brauchen wir keine mehr, nur Beilagscheiben, weil der Gepäckträger jetzt die Stoßdämpfer dort haltet, wo sie sein müssen. Was ich dazu sagen muss, dieser Bolzen für die Stoßdämpfer muss länger sein, weil da jetzt mehr Metall dazwischen ist. Kommen wir zum Fahrkomfort. Es ist natürlich praktisch, dass ihr euch eure Sitzposition zwischen hinten und vorne aussuchen könnt, was für lange Fahrten extrem angenehm ist. Glaubt's mir, auf der ÖMM-Ausfahrt hat mir die Jägermeister mit ihrer Sitzbank einen großen Gefallen getan. Was allerdings absolut nicht vorteilhaft ist, wenn ihr zusätzlich zu diesem Sattel, der keine Federn hinten hat, auch noch extrem harte Stoßdämpfer habt. Dieser Schaumstoff vom Sitz gibt nämlich fast gar nichts nach. Deswegen würde ich euch empfehlen, hier auf jeden Fall weichere Federn zu benutzen. Allerdings die Optik spricht für sich selbst. Ich weiß, warum ich diese Sitzbank haben wollte. Es ist für mich ein absolutes optisches Upgrade, ein ca. 2 bis 3 Liter großes Werkzeugfach am Moped zu haben, was auch versperrbar ist. Also es gibt ziemlich viele Vorteile. Die Nachteile sind natürlich Anschaffungskosten, vorausgesetzt ihr findet diese Sitzbank inklusive dem Gepäckträger irgendwo im Internet. Wie gesagt, neu gibt es das nicht, sowas müsst ihr euch gebraucht suchen. Jetzt wo dieses Video draußen ist, bin ich schon gespannt, wie sich die Preise entwickeln werden. Jedenfalls war es mal dringend an der Zeit für dieses Teil. Seitdem ich die Jägermeister auf die Sitzbank umgebaut habe, habe ich nämlich konstant die Frage bekommen, wo bekomme ich das her, wie viel kostet das, wie baue ich es ein. Das war auf jeden Fall das Thema der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim selber basteln und bis zum nächsten Mal.